Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar möchte ich euch in diesem Video mal den Mesh Graphformer vorstellen. Das ist eine Möglichkeit zum Verbessern der Hände. Ist noch nicht so lange draußen. Also ja, ist schon ein bisschen was draußen jetzt. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, Video dazu zu machen. Das hole ich jetzt gerade nach. Ist für mich eigentlich die praktischste Variante, um Hände zu verbessern, zu refinen. Ich weiß, mit dem Face Detailer und dem entsprechenden Handmodel kann man da auch noch ein bisschen was reißen. Und manche arbeiten ja eventuell mit Open Poses für Hände und so. Das finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen unflexibel. Das macht vielleicht Sinn, wenn man so in den professionellen Bereich geht und ein Bild wirklich designt und stylt. Aber so für den, ich sag mal, alltäglichen Gebrauch zum Verbessern von Händen ist das, wie ich finde, bisher die einfachste Technik und das stelle ich euch jetzt mal vor. Ich habe hier schon einen kleinen Workflow vorbereitet, ist ganz simpel. Ich habe das Epic Realism Model geladen, als Prompt einfache Woman waving at the camera, Text Watermark als Negatives. Wir nehmen 512 x 512. Ich habe schon einen ganz guten Seed erwischt hier beim Rumprobieren, habe den auch auf Fixed gestellt und das ist das Bild, was wir bekommen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Weil wir sehen, hier die von uns aus rechte Hand ist verhunzt worden. Da ist was ganz ordentlich schief gegangen. Während die linke Hand, also von uns aus links, das ist ihre rechte hier, die Hand auf der linken Seite, sagen wir so, relativ okay geworden ist und durch weiteres Sampling wahrscheinlich verbessert wird. Aber da kommen wir im Laufe des Videos auch noch zu. So, bevor wir loslegen, ich zeige euch mal schnell, wo ihr das Ganze herbekommt. Öffnet euren ComfyUI Manager, Install Custom Nodes und das Ganze befindet sich in den ComfyUI Auxiliary Preprocessors. Das heißt, wir suchen hier oben mal nach Prepro und dann sind das die von Phenovel 16. Diese hier, die könnt ihr euch installieren, wenn ihr die nicht schon habt. Das ist eine ganz ordentliche Sammlung an Preprocessors für die diverse Control-Nets. Wir gucken uns das Ganze mal an. Hier oben sehen wir schon direkt den Mesh Graphformer in Aktion. Viel interessanter ist aber, wenn wir hier runter scrollen, da gibt es nämlich unter Normal and Depth Estimators, sehen wir hier schon die Node Mesh Graphformer Hand Refiner. Ein Link auch zu weiteren Informationen hier an der Stelle. Und wichtig ist, wir brauchen noch dieses Control-Net hier. Das öffne ich mal eben, geht auf den Link, klickt dann einfach auf Download hier oben links und packt euch das in den Control-Net-Folder. Und dann sind wir auch schon startklar. Den Link hier zu dieser Seite packe ich euch natürlich in die Beschreibung. So, die brauchen wir nicht mehr, die machen wir zu. Ich habe es schon installiert, deswegen können wir direkt weitergehen. Hier ist jetzt halt der Basic Prompt, der Default Prompt. Ich wechsle das nochmal eben aus durch eine Save Image Node, damit ich das später auch noch habe für Thumbnails etc. So. Einmal gespeichert, besser jetzt als später. Okay, bauen wir die ganze Geschichte mal ein. Im Prinzip findet ihr das Ganze unter ControlNet Preprocessors und hier unter Normal and Depth Estimators. Und hier sehen wir den Mesh Graphformer Hand Refiner. Alternativ könnt ihr auch nach Mesh Graphform suchen oder Mesh Grab, wie ich gerade hier. Dann findet man den auch. Und der macht Folgendes. So, wir verbinden den einmal und gucken uns mal an, was er ausspuckt. Wir machen einmal Preview Image und wir nehmen einmal ein Preview Mask oder Mask Preview, wie es hier heißt. Das stammt übrigens aus den ComfyUI Essentials. Link ist auch unten in der Beschreibung. Ist ganz praktisch, um sich Masken mal anzuschauen. Und der Mesh Graphformer kommt mit ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Ich verändere die jetzt nicht. Mask Expand ist zum Beispiel, dadurch könnt ihr die Größe der Maske ändern, die generiert wird. Random Seed habe ich ausprobiert. Ich habe keine Veränderungen wirklich erkennen können, deswegen lasse ich das mal so. Resolution, das ist die Auflösung, mit der das Ding arbeitet. Wenn ihr mal an den Punkt kommt und mit dynamischen Auflösungen, also jetzt nicht wie wir hier 512 x 512 fixed arbeitet, sondern dynamisch, dann lagert euch das aus. Resolution to Input und dann nehmt zum Beispiel die Get Image Size. Ich nehme auch mal die aus den ComfyUI Essentials.
packt euer Image da rein und dann ist das die Width, die ihr verbinden müsst. Dann passt sich diese Node automatisch der Größe eures Bildes an. Aber für jetzt soll es reichen, wenn wir das Ganze fest im Widget lassen, in der Node. Und wir können hier Mask Types auswählen. Based on Depth, das erzeugt euch im Prinzip, ich lasse es schon mal laufen, das erzeugt euch eine Maske, die in etwa der Form der Hände entspricht, die diese Node hier errechnet. Ist manchmal ein bisschen schwierig, weil je nachdem wie die Fingerpositionen der Hände sind, jetzt können wir uns das mal angucken. Also diese Hände hat jetzt die Node für uns berechnet, basierend auf dem Bild, was wir hier gekriegt haben. Und wir sehen hier schon, dass die rechte Hand verbessert wurde. Ne, wir haben jetzt 5 Finger hier und so. Das erkennt die Node, die Stellungen der Hände und berechnet dann optimiertere Versionen dafür. Und hier rechts sehen wir, wie die Maske aussieht, wenn wir es auf Based on Depth lassen. Wie gesagt, ihr seht hier schon rechts, das ist hier so die Finger, da entstehen Lücken und dann kann es sein, dass später beim Inpainting hier noch der alte Finger durchguckt. Nichtsdestotrotz kann die Maske ganz nützlich sein, wenn man jetzt zum Beispiel Hände hat, die vor einem Gesicht sind. Weil ich zeige euch mal das andere. Es gibt noch Tide B-Boxes. Dadurch kriegen wir kleine Boxen erstellt. So. Und diese Boxen nehmen halt dann doch schon hier so einen gewissen Rand mit. Und das heißt, wenn die Hände vom Gesicht sind, dann werden auch Teile des Gesichts neu gerendert. Für dieses Beispiel gehen wir jetzt aber mal mit, ich würde sagen, Original rein. Original macht nämlich schöne große Inpainting-Boxen für uns und für dieses Bild passt das ziemlich gut. Okay, jetzt sehen wir hier schon mal, was diese Node macht. Was wir als nächstes brauchen, ist ein Inpainting. Und da gibt es verschiedene Varianten. Ich nehme jetzt mal das normale Inpainting, nehme ein VAE Encode for Inpainting. Wir sagen, wir möchten unser Bild einmal encodieren mit unserer Maske. Und hier brauchen wir dann auch noch einen weiteren Checkpoint. Ich gehe hier nämlich mit einem Inpainting-Model rein. Schaut euch auch gerne das Video von mir an, wie man aus jedem Model, was es gibt, auch ein Inpainting-Model machen kann. Das ist ganz cool für solche Geschichten hier eigentlich. Wir nehmen schon mal die VAE davon. Und wir brauchen natürlich einen zweiten Sampler. So, den kopieren wir uns mal rüber. Verbinden das Latent schon mal hier rein. Denoise bleibt, weil wir machen ja ein Inpainting nur auf dem maskierten Bereich. Und was uns jetzt noch fehlt, ist halt das ControlNet, wo ich anfangs sagte, das müsst ihr euch noch runterladen. Und ich zeige jetzt in diesem Beispiel hier auch nur das, was ich finde, was am besten funktioniert hat bisher. Deswegen nehme ich hier direkt ein, wo ist es? Da, Advanced ControlNet. Eine super Node für ControlNets. Empfehle ich euch, ladet die auf jeden Fall runter. Ihr habt wesentlich mehr Möglichkeiten als mit den ControlNet-Nodes, die mit ComfyUI selber kommen. Und ich zeige euch gleich auch nochmal dann, wie ich finde, dass man es noch ein bisschen schöner hinkriegen kann, die Hände zu gestalten. So, was wir hier erstmal brauchen, ist natürlich, wir müssen das Positive und das Negative umlagern, einmal durch unser ControlNet. Das Ganze packen wir dann hier runter in unseren Sampler. Gucken, dass das Ganze ein bisschen schön ist. Wir brauchen das ControlNet an sich. Da gehen wir hoch und nehmen einen ControlNet Loader. Zufälligerweise ist hier dann schon das richtige ControlNet ausgewählt. Das Stable Diffusion 1.5 Inpaint Depth Hand mit einer Fine Precision von 16. Das ist das, was ihr bei GitHub runterladen könnt. Wir brauchen einmal unser Bild. Und das ist das, was wir hier unten aus dem... Moment, warum ist das grün? Ich wollte doch blau. Was macht der denn da? Macht der da? Nee, ist richtig. Wieso war der denn grün beim Ziehen? Naja. Auf jeden Fall brauchen wir das Bild. Das ist dieses hier, was generiert wird, mit dem das ControlNet arbeitet. Es ist halt ein Depth ControlNet, ne? Und das ist ein Bild mit einer tiefen Information. Und wir brauchen die
Nee, die brauchen wir nicht. Die können wir machen. Ich habe aber keine Verbesserung gefunden, wenn wir die Maske da auch verwenden. Es reicht, wenn wir die hier nehmen. Und im Prinzip können wir uns jetzt gleich schon mal anschauen, wie das Ganze als Zwischenschritt aussieht. Ich kopiere das mal rüber. So, und ich muss mal kurz cutten. Einen Moment. So, ich habe wie immer mal vergessen hier, so, das habe ich hier einmal rübergezogen. Zack. Ich habe vergessen, hier unten das Ding wieder anzumachen. So, wir lassen das Ganze jetzt einmal laufen und schauen mal, was dabei rumkommt. Das ist unser In-Painting-Sampler jetzt. Natürlich lädt er jetzt hier oben gerade einmal das Control-Net. Danach wird er auch nochmal den Checkpoint laden. Den können wir mal da drunter hängen. Das heißt, der Sampler macht jetzt das In-Painting mit den Ergebnissen, die wir jetzt aus unserer Mesh Graphformer Hand Refiner Node bekommen haben. Wir warten kurz. Und da geht's los. Ich habe im Laden, das hat ziemlich lange gedauert, jetzt noch einen Fehler entdeckt. Wir müssen natürlich noch einmal das In-Painting-Model mit dem Sampler verbinden. Lass uns nochmal laufen. Und da kommt die ganze Geschichte schon raus. Und wir sehen, die Hand ist schon repariert worden. Hier hat er auch nochmal drüber gebügelt, wobei die gut war. Da zeige ich euch gleich auch nochmal einen Trick, je nachdem, der bei Bedarf angewendet werden kann. Aber wir haben hier schon mal 5 Finger. Das ist schon mal besser geworden als unser Bild von hier vorne, wo wir ja nur 3 Finger und einen Daumen haben. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Anschließend würde ich sagen, wir machen einen Second Pass auf dem Bild, welches wir hier generiert haben. Und für einen Second Pass brauchen wir eigentlich nur noch mal also einen zweiten Sampler. Und wir nehmen aber das Positive und Negative wieder von vorne, also nicht das aus dem Control-Net, weil das Control-Net wollen wir jetzt nicht nochmal anwenden. Wir wollen jetzt einen Second Pass hier machen. Ich gehe von hier aus darüber, damit wir uns das Ergebnis angucken können. Latent nach Samples. Und jetzt ist ein bisschen Vorsicht geboten. Wir gehen natürlich hier aus dem Latent raus und gehen hier in den Sampler rein, nehmen das Denoise runter. Ich würde mal sagen, wir gehen mit 0,4 hier rein. Und wie gesagt, hier muss man ein bisschen aufpassen. Weil mal schauen, ob wir es sehen. Es ist leider nicht zu sehen. Vielleicht, wenn ich einmal kurz die Steps erhöhe. Leider funktioniert dieses Preview hier bei mir seit kurzem nicht mehr. Da muss ich noch mal ein bisschen nachbessern. Wenn das Preview ein bisschen besser funktionieren würde, würde man sehen, dass wir über diese Latent-Verbindung hier auch die Maske mitbekommen, die hier im VAE-Encode for In-Painting benutzt wird. Das heißt, der zweite Sampler macht einen Second Pass nur auf die Hände. Wir wollen aber das ganze Bild machen. Und um diese Maske wieder loszuwerden, gibt es einmal die Möglichkeit, wer das Impact Pack hat, dort gibt es ein Set Latent Noise Mask. Nein, die brauchen wir später. Remove Latent Noise Mask. Remove Noise Mask ohne Latent. So. Das funktioniert dann ganz gut. Das ist aber im Impact Pack. Eieiei, was ist denn jetzt passiert? Ah, ich weiß es. Schön, dass wir da reingelaufen sind. Also, es macht Patch. Und der Fehler ist jetzt passiert, weil durch das Kopieren ist dieser zweite Case-Sampler noch mit unserem In-Painting-Model verbunden. Er möchte jetzt ein In-Painting machen an der Stelle, kriegt aber keine Maske mehr und deswegen crasht das Ganze. Das heißt, wir müssen uns das Model einmal nach hier hinten weiterleiten und das mache ich schon mal mit Reroutes, weil wir werden es hier hinten wahrscheinlich noch verstärkt brauchen. Wie gehen wir denn mal lang? Gehen wir mal so lang hier. Ist das noch übersichtlich dann? Ja, das kann man so anbieten. So, und von hier aus gehen wir mal in den Sampler rein. Und jetzt kriegen wir ein Re-Rendering des gesamten Bildes. Also unser gewünschter Second Pass. Und das sieht dann schon so aus. Gut, alternativ, deswegen hatte ich diese Note hier im Kopf. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, wenn ihr das Impact Pack nicht habt an der Stelle, dass wir einmal die Set Latent Noise Mask aus dem ComfyUI selber verwenden.
und hingehen und uns eine Maske erstellen. Ach nee, die heißt Solid Mask. Wir setzen diese Maske auf weiß. Value 1 bedeutet an der Stelle weiß. Wir können hier auch 512 x 512 lassen, weil das unser Bild ist. Wenn ihr hier mit anderen Bildgrößen arbeitet, Width und Height als Input auslagern und dann ebenfalls, wie eben hier vorne gezeigt, mit der Get Image Size Node verbinden. Dann passt die sich auch automatisch eurem Bild an. Und wenn wir die Mask jetzt hier reinschicken, sagen wir dem Sampler im Prinzip, wir haben die gesamte Bildfläche einmal maskiert und deswegen wird er dann auch das Bild nochmal neu rendern. Wir gehen jetzt aber hier an der Stelle mit dem Impact Pack weiter. Nur mal als Tipp am Rande hier mit der Solid Mask. Schieben das einmal hoch, dann kollidiert das nicht so mit dem Model hier. Und jetzt haben wir das Setup, dass wir einmal den Sampler zur Generierung des Basisbildes haben. Dann lassen wir uns einmal die korrekten Hände generieren. Dann machen wir ein In-Painting über die Hände mit dem entsprechenden Control-Net von hier oben und einem In-Painting-Model. Gehen dann in einen Second Pass rein, entfernen die Maske wieder hier, weil wir im Latent Space hier noch arbeiten, ne, und die Maske vom In-Painting übertragen wird dann nach hierhin. Die muss weg, weil wir wollen ja einen Second Pass auf das gesamte Bild haben. Und das machen wir dann mit dem zweiten K-Sampler, wobei wir hier allerdings wieder das Model, also das nicht In-Painting-Model nehmen, sondern das originale Model. Jetzt werden wir in einen Upscaling-Prozess gehen. Und ich habe mir hier per Template einen Upscaling-Prozess gebaut. Den benutze ich ziemlich oft. Ist ein Upscale via Model und dann ein Image Resize runter auf andere Größen. Ich gehe jetzt mal hier mit 1080, damit die Rendering-Zeit nicht so lange dauert. Und sage jetzt einmal Rechtsklick, Convert to Group Node. Sage, das ist unser Upscaling. Und wir haben nur noch eine Node. Wie das funktioniert, habe ich in dem Video, was ich gerade einblende, erklärt. Das ist ziemlich praktisch. Da kann man ein bisschen Platz sparen und Zeit, wie ihr seht. Wir haben jetzt ein Upscaling gebaut hier, was gut funktioniert. Wir können jetzt nämlich hier hingehen, einfach sagen, wir möchten jetzt die Latency hier reinschieben. Wir möchten unsere VAE haben, die wir hier vorne haben. Die schieben wir hier rein. Und was wir rauskriegen, ist ein weiteres Latent hier hinten. Und das können wir ziemlich bequem in einen weiteren Sampler stecken. So. Hier gehen wir mal mit einem 0,5er Denoise rein, sagen, wir möchten hier hinten daraus einmal das Bild decoden und gucken mal, ob alles akzeptiert wird. Den hat er gerade nochmal berechnet, weil ich eben von der Noise Mask auf Remove Noise Mask wieder umgeschaltet bin. So, jetzt macht er das Upscaling und berechnet uns das Bild nochmal in groß. Schauen wir uns mal an, was dabei rausgekommen ist. So, das sieht schon ganz gut aus. Die Hände sind repariert. Auch hier, es ist noch ein bisschen blurry. Ich würde trotzdem noch empfehlen, wenn wir in das Upsampling gehen und danach nochmal in den Upscaling Sampler. So, ich verwechsel immer Upscaling und Sampling. Ich sage dann immer Upsampling. Ich verbinde das immer. Auf jeden Fall würde ich hier noch empfehlen, dass wir ein weiteres Control-Net, und zwar ein Control-Net-Teil anwenden, welches dafür da ist. Moment, lass mich das mal eben eintippen hier. Control-Net-Teil. So, das Control-Net-Teil sagt im Prinzip oder hilft dem Sampler dabei von einem Ursprungsbild, von einem kleinen Ursprungsbild. Und das ist in dem Fall, Moment, ich kopiere mir einmal die VAE-Decode-Node von hier. Dann ist die VAE nämlich verbunden. Das ist in dem Fall unser kleines Bild. Das heißt, wir müssen das von hier nehmen, packen hier die Samples rein und sagen, das schicken wir in ins Control-Net. Wir brauchen noch gleichzeitig einmal hier das Positive. Das können wir von hier unten umhängen vom Upscaling Sampler, weil wir brauchen das Positive ja hier. Wir können das ein bisschen kleiner machen, ein
platzsparender. So. Und jetzt sagen wir dem Sampler nämlich, beim Upscaling orientiere dich bitte an dem Bild, was hier vorne klein rauskommt, also hier in unserem Second Pass. Das hilft ihm nämlich noch ein bisschen, dann die Pixel wieder zu sortieren. Das heißt, wir halten uns mehr am Originalbild dann nach dem Upscaling. So, auch das Ergebnis gucken wir uns jetzt einmal an. Ja, ist schon ein Ticken besser geworden, denke ich. Das Kleid, wir können uns ja noch einmal das Originalbild von hier vorne schon mal nach hinten ziehen und vergleichen jetzt mal Original mit dem hochskalierten Bild. Das ist schon ganz gut geworden. So, als nächsten Schritt, was ich herausgefunden habe, ist es auf jeden Fall schon mal ganz gut, im Sampling selber hier vorne ein Timestepping anzusetzen. Das können wir mit dem Apply Advanced ControlNet machen. Das geht auch schon mit der mitgelieferten ControlNet Apply Advanced Node von ComfyUI. Da können wir auch Timestepping machen. Allerdings werde ich die gleich auch noch mal ein Stückchen erweitern und deswegen gehen wir hier über diese Node. Ich finde sowieso, das Advanced ControlNet ist das Beste. Das bietet von vornherein die besten Möglichkeiten. Deswegen nehmen wir das hier. Wie auch diese Maske hier, die wir jetzt gerade nicht brauchen. Ne? Aber na gut, ich schweife ab. Und zwar durch das Timestepping finde ich, ist es ganz gut, wenn wir sagen, er soll, also mit er meine ich, das ControlNet soll sofort bei 0%, also von Anfang an reinschlagen, allerdings nach hinten raus bei 80% nicht mehr reingrätschen in das Sampling. Und dadurch kriegen wir hier beim ersten Schritt schon, wir erschaffen sozusagen eine Grundlage basierend auf dem Graphformer, aber geben dem Model an sich nach hinten raus noch mehr Möglichkeiten, Details und den Stil von sich aus wieder anzuwenden. Das Ganze lassen wir jetzt mal laufen. So, wir haben gesehen, ganz kurz hier unten hat es einmal gezuckt. Ab da ist dann das ControlNet ausgegangen. Und wir schauen jetzt mal, was sich hier verändert. So, ich finde, es hat sich ein bisschen zum Positiven verändert. Es ist alles ein bisschen gerader geworden. Es wurde ein bisschen zurechtgerückt nochmal. Das war schon ganz gut. Ich gucke nochmal eben die VAE hier vorne. Ne, das ist richtig. Ich finde das Bild noch ein bisschen, ich finde das Kleid so komisch hier gerade. Aber naja, es geht um die Hände, nicht um das Kleid. So, und was ich auch noch ganz praktisch finde, ist, beziehungsweise ganz gut, wir haben hier die Möglichkeit, ein Weights Override zu machen. Na komm schon. Und da nehmen wir Scaled Soft Control Net Weights. Nein, da muss ich immer selber gucken. Wir nehmen die Scaled Soft Control, also Scaled Soft Weights heißt die Node und hier heißt die Scaled Soft Control Net Weights. Ist namentlich ein bisschen, naja, aber gut. So, wenn wir die noch mit da reinhängen, die ist eigentlich gedacht für Animationen. Das heißt, die multipliziert nach hinten raus über eine Anzahl von Bildern, wendet die einen gewissen Multiplier an und verringert pro Bild den Einfluss des ControlNets. Das kann man aber auch umdrehen. Ich finde, es sind immer ganz gute Werte, wenn man hier sagt 0,9 und Flip Weights False. Das heißt, die Stärke des ControlNets wird nicht erhöht über die Dauer, sondern verringert. Da wir aber nur ein Bild haben, macht das nicht besonders viel. Nichtsdestotrotz finde ich das ganz gut. Also es hat einen guten Einfluss. Es hatte immer einen guten Einfluss auf meine Brightness Control Ergebnisse. Und auch hier finde ich, hat es einen ganz guten Effekt nach hinten raus. Wir warten mal eben, bis der fertig ist und gucken mal, was sich getan hat. Ich öffne einmal das Bild und wir warten. Ich kann nicht genau erklären, warum das so ist. Allerdings, immer wenn ich da
mit ControlNets arbeite und die Werte eingebe, die wir jetzt eben hatten, finde ich, wird das Ergebnis noch einen Ticken schöner, als wie wenn wir es nicht haben. Das sehen wir hier zum Beispiel an diesem Finger. Ne, die Finger sehen irgendwie noch einen Ticken besser geeignet aus, als wie wenn wir es nicht haben. Das ist der nächste Tipp. Ist optional, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt ja auch mit normalen ControlNets arbeiten, das funktioniert auch. Das ist aber für mich die erarbeitete Version, wo ich immer finde, das funktioniert am besten. Da kamen irgendwie immer die schönsten Ergebnisse bei raus. Gut. Jetzt ist bei dem Beispiel, deswegen habe ich den Seed auch gelassen, ist es ja so, dass wir eigentlich, hier unsere Image Preview Note ist ja hier hinten, so, die linke Hand, also von uns aus links, wann ist das verwirrend? Diese hier, ne, da, hier, die ist ja eigentlich ganz gelungen, während nur diese hier in die Hose gegangen ist. Und da habe ich mir gedacht, ich muss ja eine Hand, die nicht schräg aussieht, nochmal neu inpainten. Und da hatte ich mir Folgendes überlegt. Das funktioniert wahrscheinlich nicht bei jedem Beispiel, also je nachdem, wo die Hände sind, ne? In diesem Beispiel hier ist es aber relativ klar und das möchte ich einfach nur nochmal als kleinen Tipp mitgeben. Wir können uns eine Solid Mask erstellen, die schwarz ist. Das machen wir mit der Value 0. Dahinter setzen wir ein Mask Composite. Wir wollen nämlich Masken miteinander verbinden. Wir nehmen diese Maske als Source und als Destination nehmen wir die Maske, die wir hier oben haben, die aus der Graphformer Node rauskommt. Hier können wir uns schon mal angucken, was das Ganze macht. Ich nehme wieder eine Mask Preview Node hier und wir gucken einfach mal. Und jetzt sehen wir schon, dass alles schwarz ist. Das heißt, wir haben gar keine Maske mehr. Jetzt gehen wir hier hin und sagen mal 512 durch 2. Das kriegen wir dann ausgerechnet. Eine Weite von 256. Das Ganze sieht dann so aus. Und mit dieser Maske hier haben wir es dann schon geschafft, die von uns aus linke Hand auszuschließen und nur noch die rechte fürs Inpainting zu behalten. Das heißt, wir schieben das Ganze mal hier so ein bisschen, na, ich glaube, das kriege ich jetzt nicht wirklich schön hin, aber ja, grob so. Wenn wir diese Maske nämlich jetzt hier oben in unser Inpainting verbinden, dann wird nur noch unsere rechte Hand hier geinpainted, verbessert. Wir gehen ins Upscaling und wir gucken nochmal den Unterschied, der dann dabei rausgekommen ist. Ich mache das alte Bild nochmal auf. Und da sind wir. Und jetzt haben wir nämlich nur diese Hand hier geinpainted und diese ist noch aus dem Originalbild weiter vorhanden. So wie auch, wie man hier sieht im Hintergrund, der Inpainting-Bereich ist nicht angepasst. Also im Prinzip kann man dann sagen, ja, okay, ich habe 2 Hände im Bild, eine davon ist ganz okay, die andere ist misslungen und ich möchte aber nur eine inpainten dadurch. Wir kriegen aber immer 2 Masken für alle erkannten Hände oder X Masken für alle erkannten Hände hier an der Stelle. Deswegen ja, kann man das so ausschalten. Wenn wir jetzt die andere Seite ausschalten wollen würden, ich mache die mal eben aus, damit wir jetzt nicht ins Rendering gehen, sondern einfach mal hier uns die Maske angucken können, dann müssten wir die X-Koordinate einfach um die entsprechenden Pixel verschieben und wir hätten jetzt nur noch die andere Hand, die geinpainted werden würde. Das nur mal so als Tipp, wenn ihr hier was ausschließen wollt. Natürlich gibt es dann Probleme, wenn die Hände irgendwie übereinander liegen und der macht eine große Maske oder so. Ich kann ja nochmal gleich ein zweites Beispiel laufen lassen. Das ist eins, wobei es ganz gut funktioniert. Wir nehmen aber nochmal wieder die Maske hier rein. So. Ich werde es jetzt einfach mal wagen, ein neues Bild zu generieren. Das war ein vorbereitetes Bild. Es funktioniert nicht immer mit diesen Händen hier. Es kommen teilweise auch sehr komische Ergebnisse bei raus. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich mute einmal diese Node und ach komm, was soll's. Ich packe uns hier auch noch ein Preview-Image rein, damit wir mal eben schauen können, ob wir noch ein weiteres
Bild kriegen. Das hat sie. Ja, ihre Hand ist auch mies. Das ist dann ganz okay. Das heißt, wir schicken das jetzt mal durch den ganzen Prozess durch und gucken mal, was passiert. Weil, so ehrlich möchte ich sein, es ist natürlich jetzt keine Allround-Lösung, um Hände zu fixen. Es geht auch einiges Mal in die Hose. Es kann nicht jedes Bild retten. Sind wir da ehrlich? Das ist auch ein bisschen Seed-Luck an der Stelle. Es ist natürlich auch Prompting. Ne? Aber grob diese Technik wollte ich euch mal zeigen. So, gucken wir mal, wie er das hier gemacht hat. Ja, gut. Ne? Ihr seht, was ich meine. Ja, er hat uns 5 Finger gegeben und nicht nur 4. Das 4, ist das hier ein Daumen? Kann man gar nicht richtig erkennen. Er hat es versucht zu korrigieren, aber es ist ein bisschen schwierig. Wenn man mehrere Varianten haben möchte hier, kann man hier auch noch ruhig ein Repeat Latent Batch mit reinnehmen. Das hängen wir einfach mal dazwischen. Dann kriegen wir zumindest schon x Vorschläge, mit denen wir vielleicht arbeiten können. Dauert dann natürlich auch alles dementsprechend länger. Ne? Klar, er muss jetzt 4 Bilder auf einmal berechnen. Wir gucken mal, welche Vorschläge er uns generiert. So, das hat jetzt gedauert. Nicht wundern, ich mache immer ein bisschen Fast Forward und gucken uns das Ganze mal an. Erstmal ein bisschen größer. So, wir haben jetzt diese 4 Vorschläge erhalten und spontan gesehen würde ich sagen, na, diese hier oder diese. Schwierig. Schwierig, aber ich wollte es euch nur mal zeigen, weil ich mit einem präparierten Seed reingegangen bin, wo ich wusste, es funktioniert ganz gut. Natürlich haben wir den Seed hier auch auf Fixed. Hier kann sich was ändern. Im Second Pass, den haben wir hier auf Fixed. Wenn man den auf Randomize stellt, kann sich da auch noch ein bisschen was ändern. Ansonsten, ja, ne, es ist nicht immer, ich sage immer, vertraut nicht immer den, ja, Beispielbildern im Netz und sowas. Das ist immer so ein bisschen picky. Das ist natürlich die Auswahl der besten Bilder. Viele Dinge gehen in die Hose einfach und da muss man ein bisschen rumprobieren dann an der Stelle. Gut, den Workflow werde ich euch einfach mal unter das Video packen. Ihr wisst jetzt vom Prinzip her, wie es geht. Ich habe einmal hier das gezeigt, von dem ich denke, hatte ich bisher die besten Ergebnisse. Das könnt ihr alles umbauen, auch auf normale Control-Nets, wie auch immer. Nichtsdestotrotz, spielt einfach ein bisschen damit rum. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit dieser Technik in die Kommentare rein. Das ist immer gut, auch für mich dann ein bisschen zu lernen und Informationen wieder dann zurückzukriegen. Und ansonsten wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Basteln und beim Rumexperimentieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht es gut und tschüss.